Auf dem Weg von Birmingham nach Towcester in England. Wir interessieren uns für eine ungewöhnliche Lebensgeschichte, die eine Schlüsselfrage des menschlichen Daseins beantworten könnte. Läuft unsere Zeit beim irdischen Tod ab? Oder leben wir öfter als nur einmal auf Erden? Die Reinkarnation könnte das unterschiedliche Schicksal der Menschen erklären und den Glauben an die Gerechtigkeit des Schöpfers stärken. Allein, niemand erinnert sich an ein früheres Leben. Oder doch? In Towcester lebt eine Frau, der seit ihrer frühen Kindheit aufwühlende Erinnerungen bewusst sind, die nicht aus ihrem jetzigen Erdenleben stammen. Diese Erinnerungen waren bei mir immer da. Ich begann darüber zu sprechen, als mir klar wurde, dass andere Menschen sich nicht an ihre vergangenen Leben erinnern. Nur langsam begriff Jenny in ihrer Jugend, dass die Erinnerungen, die sie in sich trug, etwas Außergewöhnliches waren. Als man mir sagte, das sei alles nur Glaube, war ich noch mehr verwirrt, weil ich es nicht so empfand. Ich dachte, jeder würde das so erleben. Nach und nach öffnete sich für Jenny Cockell durch ihre Erinnerungen die Tür in ein vergangenes Erdenleben. Und es drängte sie immer stärker, mehr darüber zu erfahren. In meiner Kindheit hatte ich immer Landkarten gezeichnet, da ich mich an viele Einzelheiten erinnerte. Und mit Hilfe eines Schulatlas fand ich dann das, was ich suchte. Ein Dorf in Irland, ein Punkt auf der Landkarte. Der Name war Malahide. Also reiste Jenny Cockell, getrieben von ihren Erinnerungen, nach Irland. Und in Malahide war es für sie so, als würde sie nach Hause kommen. Es war ihr nun endgültig klar, dass die Bilder, die sie in sich trug, keine Fantasie waren, sondern dass sie hier vor langer Zeit tatsächlich gelebt hatte. Wenn man von seiner Heimatstadt wegzieht, verändert sich diese danach. Und wenn man zurückkehrt, wird man zuerst diese Veränderungen bemerken. Und so war es hier. Ich bin von meiner Heimatstadt weggezogen, indem ich starb und jemand anderes wurde. Und als ich nun wieder zurückkehrte, fielen mir die Dinge auf, die anders waren. In einer der Straßen hatte ich eine Baustelle zu sehen erwartet. Stattdessen waren dort Geschäfte. Jenny wollte nun das Haus finden, in dem sie einst mit ihrer damaligen Familie gelebt hatte. Anhaltspunkt dafür war eine ihrer selbst gezeichneten Karten. Ich nahm meine kleine Karte und legte sie neben eine Straßenkarte, die ich mir in einer Buchhandlung bestellt hatte. Der Vergleich zeigte uns, dem Buchverkäufer und mir, das war der richtige Platz. Ich wusste also, wo ich hin musste. In meiner Vorstellung stand das Haus immer noch genau dort, wie früher. Aber es war inzwischen eine Ruine. Es war völlig mit Dornenbüschen überdeckt und nur ein kleiner Teil der Mauer war übrig. Ungefähr hüfthoch. Über das alte Haus in Malahide in Irland fand Jenny Kontakt zu jemandem, der die Familie, die sie suchte, gekannt hatte. Und langsam fügte sich das Puzzle ihres früheren Erdenlebens zusammen. Sie selbst hatte den Namen Mary getragen und nun erfuhr sie, dass der Nachname der Familie Sutton lautete. Mary Sutton war am 24. Oktober des Jahres 1933 im Alter von nur 35 Jahren gestorben, kurze Zeit nach der Geburt ihres 8. Kindes. Ihre Kinder, das Foto zeigt Marys Tochter Phyllis, musste sie zurücklassen, bei ihrem gewalttätigen, alkoholkranken Mann. Da waren nicht nur Erinnerungen, sondern auch Schuldgefühle. Und Jenny Cockell fasste den Entschluss, ihre Kinder von einst zu suchen. Denn diese lebten vielleicht noch. Ich schaltete eine Zeitungsanzeige, um die Familienmitglieder ausfindig zu machen. Und jemand schickte mir einen Umschlag mit dem Namen und der Adresse von einem der Söhne. Nachdem ich also vor kurzem noch gar nicht sicher gewesen war, den richtigen Ort zu entdecken, hatte ich nun in kürzester Zeit eine Möglichkeit gefunden, den Kindern gegenüberzustehen. Die Kontaktaufnahme mit den Kindern von einst gestaltete sich anfangs schwierig. Deren Mutter war vor Jahrzehnten im Rotunda Hospital in Dublin verstorben. Wie sollten die Kinder verstehen,
dass sie 21 Jahre nach ihrem Tod in England wieder auf die Welt gekommen war. Schließlich gelang es Jenny mit Hilfe einer Wissenschaftlerin, Zugang zum ältesten der Söhne, Sonny, zu finden. Sie gingen Aufzeichnungen und Erinnerungen durch und dabei zeigte sich, dass es gemeinsame Erlebnisse waren. Sonny sollte etwas erzählen und ich die Geschichte zu Ende bringen. Dann sollte ich beginnen und er weitererzählen. So erzählte ich von einem Tag irgendwann im November. Jemand am Ende der Gasse hatte den Jungs beigebracht, wie man eine Falle baut, um damit Wild zu fangen. Und nun kamen die Jungs früh am Morgen hereingestürmt. Ich erinnere mich, dass ich meine nassen Hände trocknen musste und wir eilten hinaus, um das Kaninchen anzusehen, das sie gefangen hatten. Ich weiß noch, wie ich zwischen aller Köpfe nach unten auf das ausgestreckte Tier starrte. Aber ich konnte mich nicht daran erinnern, was danach geschah. Sonny aber wusste es. But I didn't remember the rest of what happened after that, and Sonny was able to tell me because it was a hare. Weil es kein Kaninchen, sondern ein Hase war, der schwer zuzubereiten ist, haben sie ihn laufen lassen. Er konnte die Geschichte zu Ende erzählen. Danach erzählte er, das Brot, das er am meisten mochte, war das, welches seine Mutter im Kochtopf zubereitete. Und ich sagte, ah, meinst du das, welches immer über den Rand hinauswuchs und immer größer und größer wurde? Einige Male hielt er inne und schaute mich an. Wir haben über Reinkarnation erst viel später gesprochen. Ich wollte ihm die Möglichkeit geben, selbst herauszufinden, was er von dem hielt, was da vor sich ging und was er dachte, dass es sei. Aber es stellte sich heraus, dass er damit sehr gut umgehen konnte. Diese persönlichen Erzählungen trugen dazu bei, dass der Kontakt zwischen Jenny Cockell und Sonny immer enger wurde. Und zuletzt durfte sie das, was sie sich sehnlichst gewünscht hatte, ihren alten Sohn wieder in die Arme schließen. Es war ihm klar geworden, wer ihm in der Gestalt Jennys begegnete. Er verstand, worum es ging. Ich traf ihn mehrere Male und nach kurzer Zeit erzählte er nicht mehr, ich erinnere mich, dass meine Mutter etwas tat, sondern er sagte, erinnerst du dich, als du das gemacht hast? Das war eine wunderbar feine Art, die Reinkarnation zu akzeptieren. Aber das war ihm gar nicht bewusst. Sonny, der älteste Sohn, war es dann auch, der seine Geschwister mit Jennys Erzählungen konfrontierte. Wir saßen alle zusammen und Sonny sagte, nun, was denkt ihr über Jennys Geschichte? Und ich dachte, oh je, denn ich selbst wollte keine Betrachtungsweise zur Diskussion stellen, wollte nie sagen, schaut, hier handelt es sich um Reinkarnation, sondern jedem seine Sichtweise überlassen. Selbstverständlich betrachte ich es als Reinkarnation und das ist für mich Erleben, nicht Glaube. Doch mir wurde klar, für die meisten Menschen ist es ein Glaube. Die Lebensgeschichte von Jenny Cockell inspirierte vor einigen Jahren auch die Hollywood-Filmproduktion Yesterday's Children mit Jane Seymour in der Hauptrolle. Doch für die meisten Menschen blieb es eine Geschichte mit wenig Bezug zum eigenen Leben. Ja, der moderne Intellektuelle hat immer noch Schwierigkeiten mit dem Begriff der Reinkarnation. Es gibt immer noch Tabuisierungstendenzen. Es ist in den Lexika und der Seelenwanderung, also unter dem altmodischen deutschen Ausdruck zu finden. Und wenn man vergleicht, Brockhaus der 60er Jahre, da gab es noch 31 Zeilen zu dieser Sache und im neuen Zeitlexikon 19 Zeilen. Also nicht mehr, sondern weniger wird's. Ob das jetzt der Sache gerecht wird, das muss man fragen. Und ob es gelungen ist, diesen Stachel im Fleisch des Christentums nachhaltig zu entfernen, das muss man auch fragen. Natürlich war es der Versuch zu sagen, das ist für den Hinduismus und Buddhismus, nicht für uns. Man hat dabei vergessen, dass es im Zentrum Europas, in Griechenland, Unteritalien, Sizilien, längst Tendenzen gab, die Seelenwanderung zu lehren, das Vergelten der Taten zu lehren, also bei den Pythagoreern, bei den Orphikern. Auch Platon hat es in sein Gedankengebäude aufgenommen. Und das wollte man wohl vergessen, aber hat es nicht nachhaltig geschafft. Spätestens gegen Ende des 19. Jahrhunderts taucht es mit Vehemenz wieder auf bei den Theosophen, bei den Anthroposophen, dann durch Rudolf Steiner.
Und es ist im Grunde nicht tot zu kriegen, weil offenbar eine Wirklichkeit dahinter steht. Der Lebensweg von Jenny Cockell gibt einen Einblick in diese Wirklichkeit. Ihr wurden wesentliche Zusammenhänge zwischen ihrem jetzigen und früheren Erdenleben bewusst. Doch es ist im Allgemeinen nicht nötig, dass wir diese Verbindungen erforschen. Die Grenze zwischen einst und jetzt ist für die meisten Menschen aus gutem Grund versperrt. Trotzdem könnte das Wissen, öfter als nur einmal hier zu leben, zu größerem Verantwortungsbewusstsein führen und zur Überzeugung, dass unser Schicksal nicht dem Spiel des Zufalls folgt. Der Mensch gilt als Einheit von Körper, Seele und Geist. Was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist aus ganzheitlicher Sicht jedoch nur die äußere Hülle. Das Seelisch-Geistige, das den Körper strahlend belebt und die Persönlichkeit des Menschen bildet, bleibt unsichtbar. Beim irdischen Tod verlässt der eigentliche Mensch den Körper. Dieser zerfällt. Der seelisch-geistige Mensch kann sich jedoch wieder einer neuen irdischen Hülle anschließen, also inkarnieren, wobei er den Körper Schritt für Schritt in Besitz nimmt. Die Erkenntnis, dass das menschliche Sein mehrere Erdenleben umfasst, findet man in vielen großen Weltreligionen. Wie aber dachte man zur Zeit Christi? Zur Zeit Christi war die Reinkarnationslehre selbstverständlich bekannt. Es war im Volk geläufig, so hat man zum Beispiel über Johannes den Täufer gedacht, er sei der wiedergekommene Prophet Elias gewesen. Eine andere Stelle gibt es bei Johannes 9, wo die Jünger Christus fragen, ist der Blindgeborene, hat er selbst gesündigt oder waren es seine Eltern? Aus dieser Frage geht hervor, Christus lässt diese Frage auch zu, rügt nicht, geht ja hervor, dass also der Blindgeborene ja irgendwann vorher Schuld auf sich geladen haben muss. Aber Christus geht nicht auf dieses Problem ein, das uns nun so wichtig ist, sondern für ihn ist wichtig, diesen Blindgeborenen zu heilen und daran die Größe Gottes zu zeigen. Das heißt, Christus hat nicht versucht, diesen Reinkarnationsgedanke, der ja auch so unbeholfen war, wenn man denkt, Inkarnation als Tier, als Pflanze und Verschiedenes mehr war ja nicht erklärt. Er hat offenbar keinen Sinn darin gesehen, jetzt hier Licht in dieses Dunkel zu bringen, sondern er hat andere Akzente gesetzt. In den ersten frühchristlichen Jahrhunderten spielte der Reinkarnationsgedanke durchaus noch eine Rolle. Er diente zur Erklärung der Gerechtigkeit Gottes und der Unterschiede zwischen den Menschen. Spätestens vom 6. Jahrhundert an aber hatte die Reinkarnation keinen Platz mehr im christlichen Dogma. Und so gerät im Abendland das Wissen um mehrere Erdenleben in Vergessenheit. Unser Tagbewusstsein entsteht aus der Verbindung zwischen dem lebendigen, immateriellen Geist und dem körperlichen Gehirn. Diese Verbindung führt dazu, dass wir uns mit unserem Körper weitgehend identifizieren. Doch damit sind wir auch den Beschränkungen des Körpers unterworfen. Normalerweise sind unserem Tagbewusstsein nur die im Gehirn gespeicherten Gedächtnisinhalte zugänglich. An Ereignisse aus früheren Leben können wir uns nicht erinnern. The people around me didn't accept. Die Menschen um mich herum akzeptierten Reinkarnation nicht als reale Erfahrung. Für einige war es ein interessanter Glaube, aber ich hatte keine Unterstützung. Und ich denke, je mehr wir über diese Dinge wissen, desto besser ist es für die Kinder. Viele wachsen ja mit verwirrenden Erinnerungen an früher auf, die sie dann im Alter von 6 Jahren vergessen. Manchen Menschen allerdings öffnet sich ein Tor in die Vergangenheit. Sie sind Zeugen dafür, dass unser ganzes Sein viel mehr umfasst als die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod. Wir leben nicht nur einmal, weil der Reife- und Bewusstwerdungsprozess, den wir Menschen erfahren, mehrere Erdenleben benötigt. Und mit jedem Tag im Leben bereiten wir unser künftiges Schicksal vor.